Wie läuft Paartherapie bei mir ab? Ich arbeite mit der Methode von John und Julie Gottman. Die beiden sind weltweit sehr bekannte und renommierte Paartherapeuten aus den USA. Hinter der Methode steckt jahrzehntelange Forschungsarbeit. Vor vielen, vielen Jahren hat John Gottman ein sogenanntes Love Lab entwickelt. Dieses Love Lab kann man sich wie eine Art Airbnb-Wohnung vorstellen. Und in dieses Love Lab hat er Paare eingeladen, dort 24 Stunden miteinander zu verbringen. Vor dem Aufenthalt hat er ausführliche Interviews mit den Paaren geführt, um zu verstehen, wie glücklich sie ihre Beziehung einschätzen. Im Love Lab wurden viele Kameras installiert, sodass John Gottman und seine Kollegen die Kommunikation der beiden Partner gut beobachten und untersuchen konnten. Und bevor die Paare ins Love Lab kamen, bekam jede Partner Sensoren an den Körper. Mit Hilfe dieser Sensoren konnten John Gottman und seine Kollegen auch die Stressreaktionen messen, die bei bestimmten Gesprächen entstehen. Mittlerweile haben dieses Love Lab über 3000 Paare besucht und die Ergebnisse der Forschung sind bemerkenswert. Was noch wichtiger ist, basierend darauf hat John Gottman einen wirkungsvollen Paartherapie-Ansatz entwickelt. John Gottman hat herausgefunden, dass es zwei Arten von Paaren gibt. Er nennt sie Masters und Disasters. Masters sind die Paare, die gut miteinander klarkommen und sich glücklich fühlen. Bei den meisten dieser Masterpaare sind die Kommunikationsmuster und die Art miteinander umzugehen sehr ähnlich. Disasters sind die Paare, die nicht gut miteinander umgehen können, miteinander unglücklich sind und die sich früher oder später trennen. Und durch seine Forschung und Beobachtung kann Gottman mit 90%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob ein Paar sich trennt oder zusammenbleibt. Die gute Nachricht ist, Desasterpaare können viel von Masterpaaren lernen und ins Leben umsetzen. Und wenn das gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Paar zusammenbleibt. Basierend auf seiner Forschung hat John Gottman ein Haus der gesunden Beziehung entwickelt, das zeigt, welche Zutaten für eine gelungene Beziehung notwendig sind. Dieses Haus besteht aus mehreren Etagen und diese werden wir uns jetzt im Detail anschauen. Die ersten 3 Etagen stehen für die Freundschaft. Es sind die Landkarten der Liebe, Wertschätzung und Anerkennung sowie Zuwenden statt Abwenden. Landkarten der Liebe. Hier geht es darum zu verstehen, wie gut man sich gegenseitig noch kennt. Am Anfang der Beziehung sind wir immer super neugierig darauf, was für ein Mensch mir gegenübersteht, welche Interessen, Hobbys, Träume und Sorgen der andere hat. Man hat 1000 Themen, über die man spricht und sich austauscht. Mit der Zeit schläft es leider oft ein. Man glaubt, den anderen zu kennen und zeigt kein Interesse mehr. Und dabei übersieht man, dass jeder Mensch sich weiterentwickelt, die Interessen sich verändern und irgendwann, 10 Jahre später, wacht man auf und hat eine gefühlt fremde Person neben sich, über die man gar nichts mehr weiß. Wenn das Interesse erlischt, hat der Partner auch keinen Bock mehr, etwas über sich zu erzählen. Und wenn diese Neugier jedoch über die Jahre der Beziehung dauerhaft besteht, dann bleibt die Verbindung stark und man hat das Gefühl, mein Partner ist mein bester Freund. Die zweite Etage ist Wertschätzung und Anerkennung. Dieser Punkt wird sehr oft unterschätzt. Man glaubt, dass alles, was der andere tut, irgendwie selbstverständlich ist. Und so entstehen oft Konflikte. Wenn die Paare in der Praxis sitzen, sagt jeder, der andere sehe überhaupt nicht, was ich alles tue. Man kann nicht zu viel Wertschätzung zeigen. Es trägt immer dazu bei, dass Partner die Wertschätzung bekommen, sich besser und zufriedener fühlen. Die dritte Etage ist Zuwenden statt Abwenden. Im Alltag suchen die Partner oft nach Möglichkeiten, sich miteinander zu verbinden. Und die Reaktion des anderen ist in dem Fall super wichtig für die Zufriedenheit in der Beziehung. Ein Beispiel. Mein Mann arbeitet zu Hause und ich komme in sein Arbeitszimmer und sage, das Wetter ist so schön heute. Mein Mann hat dann 3 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zuwenden, dann sagt er, ja, du hast recht, magst du später zusammen spazieren gehen? Oder, Schatz, ich muss noch was fertig machen, dann komme ich zu dir, okay? Oder er kann sich abwenden, dann sagt er, lass mich in Ruhe, siehst du nicht, ich arbeite. Er kann mich auch einfach ignorieren und nichts sagen. Was glaubst du denn, welche der Optionen für die Beziehung die wohltuendste ist? Richtig, das ist die Zuwendung. Das Zuwendung soll überwiegen.
wenn diese sogenannten Verbindungsangebote empfangen werden. Und was wichtig ist zu erwähnen, diese 3 Etagen sind super wichtig für die Freundschaft in der Beziehung. Und wenn das gut funktioniert, dann läuft es auch im Bett meistens sehr gut. Denn Intimität wird von den positiven Momenten stark genährt. In der nächsten Etage geht es um die positive oder negative Perspektive. Es geht hier darum, wie sehe ich die Handlungen meines Partners? Sehe ich sie positiv, neutral oder negativ? Wenn die negative Perspektive Oberhand gewinnt, dann kann der Partner alles Mögliche Nette sagen. Und auf der anderen Seite, wie wird es einfach negativ unterstellt? Dann kann auch der Vorschlag, lass uns spazieren gehen, als Kontrolle gesehen werden. Allah sagt mir nicht, was und wann ich tun soll. Der nächste Punkt ist der Umgang mit Konflikten. Wenn die Etagen unten im guten Zustand sind, dann gelingt es den Paaren, die Konfliktgespräche konstruktiv und ohne viele Verletzungen zu führen. Dann werden die Konflikte mehr zu einem Dialog und einer offenen Diskussion als zu einem Streit. Es gibt nie Paare, die in jedem Punkt die gleiche Meinung haben. Es ist einfach unmöglich. Durchschnittlich hat jedes Paar 69% der Themen, wo sie unterschiedliche Meinungen haben. Und die Kunst hier liegt darin, wie man mit diesen Unterschieden umgeht. Im Haus gibt es noch ein Dach und hier geht es darum, Träume wahr werden lassen und gemeinsamen Sinn erschaffen. Hier geht es darum, einerseits den anderen in der Verwirklichung eigener Träume zu unterstützen und auch darüber ein gemeinsames Verständnis dessen, was Familie und die Beziehung überhaupt bedeuten, gemeinsame Rituale zu entwickeln und ein Gefühl zu haben, wir ziehen an einem Strang. Dieses Haus wird noch von 2 Wänden gehalten. Diese Wände sind Vertrauen und Verbindlichkeit. Wenn Vertrauen missbraucht wurde, muss man teilweise das ganze Häuschen von vorne bauen. Und es dauert eine Weile, bis das Vertrauen wieder hergestellt werden kann. Denn es braucht viel Zeit. Vertrauen kann man zum Beispiel durch eine Affäre zunichte gehen, aber auch allgemein im Alltag, wenn oft Versprechen gemacht werden, die man nicht einhält. Das Gefühl, ich kann mich auf dich nicht verlassen, ist enorm zerstörend in jeder Beziehung. Die Verbindlichkeit sagt aus, wie verbunden ich mich dieser Beziehung fühle. Bleibe ich bei meinem Partner auch in sehr herausfordernden Situationen oder gehe ich weg bei der erstbesten Gelegenheit? Dieses Haus der gesunden Beziehung bildet die Basis meiner Arbeit. Deswegen ist die Anamnese unglaublich wichtig. Die erste gemeinsame Sitzung dient der Anamnese. Nach der Sitzung bekommt jeder Partner einen sehr ausführlichen Fragebogen, den ich nach Erhalten auswerte. Und bis zum nächsten gemeinsamen Termin erstelle ich dann einen Leitfaden für die weiteren Sitzungen. Mit Hilfe der Anamnese bekomme ich ein gutes Gefühl, welche Etagen im Haus im guten Zustand sind und welche eine Reparatur benötigen. Und auch in welcher Reihenfolge für diese Reparatur am sinnvollsten ist, damit die gemeinsamen Sitzungen nachhaltig und stabil wirken. Wenn dieser Ansatz dich überzeugt, dann freue ich mich, dich und deinen Partner auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit in der Beziehung zu begleiten. Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail oder einfach über die Online-Terminvereinbarung.